Hallo und herzlich willkommen im Gira-Forum. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem spannenden Talk mit Experten um das Thema KNX Secure herum. Mein Name ist Stefan Holletschka und bei mir sind Sebastian von Steinquich, Andreas Müller und auch mein werter Kollege, der Alexander Gärtner. Aber sagt doch noch ein paar Worte selbst zu euch. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Müller. Ich bin Systemintegrator aus Teltow und wir haben Niederlassungen in Berlin und in München, genau. Mikro Und her. wir sind deutschlandweit tätig als Systemintegratoren und richten vorwiegend höher. Okay, hört man mich jetzt gut? Okay, also wie gesagt, ich bin Systemintegrator aus Berlin und München und wir sind eben deutschlandweit tätig für unsere Kunden, genau. Ja, dann mache ich vielleicht mal weiter. Mein Name ist Sebastian von Steinquich. Ich arbeite auch im Hause Gira. Ich bin hier zuständig als Produktmanager für den Bereich Gebäudesystemtechnik, also Aktorik und Systemgeräte und werde den Talk dahingehend hier heute unterstützen. Mein Name ist Alexander Gärtner, ich bin von der Gira Akademie und ich bin einer der Trainer für den Bereich KNX und unter anderem auch der Trainer um die KNX Secure Produkte bei uns. Ja, danke euch. Dann starten wir gleich rein und die erste Frage ist eigentlich ganz klar, was ist KNX Secure überhaupt? Ja, Stefan, das ist immer eine gute Frage und zwar geht es meistens ja bei KNX Secure darum, alles ist irgendwie smart, alles ist irgendwie verbunden, es wird gerne immer mehr Gewerke in euer Smart Home und gleichzeitig je mehr Gewerke so ein Gebäude hat, je mehr Funktionen so ein Gebäude hat, desto größer ist das Potenzial auch dann eines Hackers, also der sieht da mehr Potenzial drin, so ein Gebäude auch mal anzugreifen, mal zu gucken, was kann man denn da drin so machen. Und die gute Nachricht erstmal zuerst, ja, KNX ist sicher, auch ohne KNX Secure, ja, wenn man es richtig ausführt. Problem dabei ist, es wird häufig nicht richtig ausgeführt, sodass da auch schwache Stellen auftreten können, wie zum Beispiel ein schlecht projektierter Fernzugriff. Ja, und da gab es auch schon einige Fälle, wo dann zum Beispiel auch dann so eine Anlage umprogrammiert wurde, weil einfach so ein Fernzugriff schlecht ausgeführt wurde. Wenn wir uns über KNX Secure unterhalten, ist dann meistens so das nächste Ding, die meisten unterhalten sich immer nur über die Kommunikation, irgendwie Data Secure, IP Secure, also irgendwie etwas zwischen den Geräten, wo man verschlüsselt kommuniziert, aber eigentlich hat KNX Secure nochmal viel, viel mehr Aspekte dazu bieten, und zwar einmal die Möglichkeit, zum Beispiel Schnittstellen zu sichern. Ja, also jedes Mal, wenn ich was programmiere, muss ich eine Schnittstelle auswählen und mit Secure habe ich da einfach nochmal einen Schutz und gleichzeitig habe ich auch nochmal die Möglichkeit, Geräte vor Fremdzugriff umzuprogrammieren. Ne? Ich habe die Hoheit, niemand anders kann Geräte fremdprogrammieren. Und dann ist das der dritte Aspekt, über den sich alle unterhalten, halt die Laufzeitkommunikation. Also wirklich facettenreich das ganze Thema. Nur das Problem bei Secure ist, deswegen machen wir ja auch so ein bisschen die Diskussion, glaube ich, ist es ein bisschen stiefmütterlich, das Thema. Ja? Aber wenn man so ein bisschen reinguckt in das Thema, ist es dann doch recht einfach umzusetzen. Ja, danke für den Abriss, was KNX Secure ist. Wo sehen wir denn KNX Secure, Sebastian? Für uns ist KNX Secure besonders wichtig. Einfach für uns ist KNX Secure auch ein strategisches Thema. Wir haben die Kernmotivation, sichere Produkte, zuverlässige Produkte zu bieten, die auf jeden Fall vollständig updatefähig sind. Das sind alles wichtige, positive Aspekte, die durch KNX begleitet werden oder durch den KNX-Standard begleitet werden. Denn wir nutzen die Möglichkeiten, die uns der KNX-Standard hinsichtlich sicherer Kommunikation bietet, dahingehend aus, indem wir alle Produkte, die wir seit 2020 in den Markt bringen, als KNX Secure-fähige Produkte anbieten, einfach um die gerade genannten Vorteile einfach möglichst breit anbieten zu können. Beispielsweise die sichere Kommunikation zwischen KNX Secure Produkten, aber auch die zuverlässige Inbetriebnahme, also die sichere Inbetriebnahme der KNX Secure Geräte. Darüber hinaus ist natürlich ein ganz starkes, wichtiges Leistungsmerkmal die Updatefähigkeit. KNX Secure Produkte sind updatefähig. Das bedeutet, ich kann im Feld installierte Geräte hinsichtlich KNX Secure Eigenschaften updaten. Ich kann neue Feature in das Produkt reinbringen, auch wenn sie schon im Feld beim Kunden installiert sind. Aber auch Bugfixes, die im Produkt immer wieder mal notwendig sein können jederzeit ins Gerät eingebracht werden. Ja, danke dir. Richten wir unseren Blick mal ein bisschen von, was machen wir alles, in die Praxis hinein. Andreas, wie gehst du denn aktuell mit dem Thema um? Ja, also für mich ist KNX Secure immer wichtiger.
In der Vergangenheit gab es ja nur noch nicht so viele Produkte, aber jetzt heute hier auf der Messe hat Gira ja sehr, sehr stark nachgelegt, was gerade die Produkte, die KNX Secure fähig sind, anbelangt. Und ein Riesenthema ist ja in der Vergangenheit immer gewesen, dass, wie ihr beide es ja auch schon angesprochen habt, die Geräte entladen werden können und dann mit einem fiesen Baupasswort vergeben werden. Ja, das hat jetzt per se nichts mit der Unsicherheit vom KNX, vom konventionellen KNX zu tun, sondern eher mit der Art und Weise, wie die Systemintegratoren, Elektriker, Errichter diese Zugriffe auch eingerichtet haben. Und das ist eben ein Riesenthema, was ich im KNX Secure einfach nicht mehr habe. Selbst wenn ich irgendwie schlampig mit meiner Dokumentation oder was auch immer umgegangen bin, dass irgendjemand in die Lage gekommen ist, was eigentlich schon ziemlich schwierig ist bei KNX Secure, meine Anlage überzuprogrammieren, habe ich ja immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel mit so einem Master Reset eben die Geräte zurückzusetzen. Das heißt, ich brauche sie eben nicht nochmal, so wie es jetzt üblich ist, aktuell ausbauen und ein neues Gerät einbauen und neu verdrahten. Also insofern bringt KNX Secure für uns sehr, sehr viel Positives mit. Sebastian sprach es an, die Inbetriebnahme, die hat ja nicht nur den Vorteil, dass sie einfach sicher ist, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit, einfach dadurch, dass wir diese Sicherheitszertifikate schon einlesen, dann über das Ausbleiben dieses Programmierknopfes schon zu programmieren. Das heißt also, ich programmiere über die Seriennummer des Gerätes und muss nicht mehr extra hinlaufen und auf den Knopf drücken, und das ist auch ein, meines Erachtens unbekannter oder einer der doch unterschätzten und unbekannten Punkte, der vielleicht hier an der Stelle auch nochmal hervorzuheben ist. Sehr, sehr gut. Und du hast es ja angesprochen, Gira hat nachgelegt. Sebastian, was haben wir denn da zu bieten? Also wir haben mittlerweile aus unserer Sicht ein sehr breites Portfolio. 2020 haben wir so angefangen im Bereich der Aktorik mit einem Schalt-Jalousie-Aktor-Portfolio, welches sehr breit aufgestellt ist. Wir haben DIMM-Aktorik in verschiedenen Varianten für REG und Unterputz. Wir haben Heizungsaktoren im Bereich KNX Secure, unseren 6-fach-Heizungsaktor mit Regler. Wir haben jetzt ganz neu hier auf der Messe vorgestellt auch unser DALI-Gateway, welches wir auch in 2 Varianten ausführen. Also wir hören alleine schon, im Bereich der Aktorik wird unser Portfolio immer breiter und ist auch schon recht gut aufgestellt. Wir haben Bediengeräte, die wir in KNX Secure ausgeführt haben. Das sind so unter anderem unsere Tastsensor 455, unser Tastsensor 4 Komfort. Wir haben eine KNX Taster und wir haben auch jetzt hier neu auf der Messe auch vorgestellt, unser gesamte Portfolio, unsere Taster-Schnittstellen erneuert. Auch die sind alle KNX Secure fähig. Das zieht sich weiter durch bis über die Sensorik. Im Sensorikbereich haben die Kollegen hier vorgestellt auf der Messe unsere neue Wetterstation. Auch die ist Secure-fähig. Also auch bis in den Sensorbereich bieten wir Secure-fähige Produkte an. Und sogar im Bereich der Systemgeräte vom F1, S1, Home Server, KNX IP-Router und auch hier wieder neu auf der Messe vorgestellt unser Bereichslinienkoppler, der auch eine Ankopplung von Unsecure-Geräten an Secure-Geräte ermöglicht. Solche Dinge stellen wir alle bereit, dementsprechend ein sehr breites Portfolio, um auch eigentlich schon vollständige Anlagen in KNX Secure auch ausführen zu können. Absolut, absolut. Danke dir für die gute Ausführung in der Richtung. Andreas, nochmal in deine Richtung geblickt. Worauf achtest du denn bei der Produktauswahl und gibt es irgendwie so einen Worst Case für dich? Ja, also der Worst Case ist auf jeden Fall, was ich schon angesprochen habe, dass so ein Gerät konventionell mit so einem Baupasswort versehen wurde und vorher entladen wurde. Das ist ja das, was aktuell eben durch solche Vandalen eben immer wieder passiert, und das habe ich eben mit KNX Secure einfach nicht. Genau. Und bei der Produktauswahl ist halt wichtig, dass die Produkte dann eben KNX Secure fähig sind, damit ich sie eben untereinander benutzen kann. Aber eben, da baut uns Gira ja auch wieder eine tolle Brücke mit dem Proxy, sodass ich eben auch noch bei einer Erweiterung einer konventionellen Anlage oder eben, wenn ich Produkte einsetze, die eben noch nicht secure-fähig sind, dass ich die dann eben automatisch damit hineinbekomme. Ja, genau, also das ist für mich wichtig bei der Auswahl der Produkte. Ja, danke dir. Du hast es vorhin angesprochen. Wie komplex ist denn das Thema eigentlich? Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Thema ist im Endeffekt gar nicht so komplex. Also man unterhält sich zwar immer irgendwelche Schlüssel, die ich da irgendwie eintragen muss, aber das Ganze ist super einfach. Wir haben da QR-Codes auf unseren Geräten drauf gedrückt. Ich kann über die QR-Codes wirklich diese Codes einmal in die IDS einfügen und dann ist das Programmieren danach wirklich kinderleicht. Das ist wirklich nur 1, 2 Schritte mehr, die man zu einer normalen KNX-Installation mehr machen müsste und hat dafür aber ein großes Fund an mehr Sicherheit gewonnen. Und das Ganze kann man sich bei uns zum Beispiel auch bei der Akademie anschauen. Da gibt es zum Beispiel auch solche Online-Seminare, kann auch gerne jeder herzlich mal
einschalten. 2 Stunden lang würde ich dann das Thema auch zum Beispiel dann auch spielen, zeigen, wo es dann in der Praxis hingeht. Und auch aus meiner Sicht wichtig, das hatten wir ja auch angesprochen, Zukunftsorientiertheit bei KNX Secure. Die ganzen Sachen sind updatefähig und gleichzeitig bedeutet das auch für mich zum Beispiel, dass ich einen Investmentschutz habe bei meiner Anlage, wenn ich jetzt auch schon immer auf die KNX Secure Geräte bei meiner Installation setze. Ja, perfekt. Das war doch ein gutes Fazit des Ganzen. Vielen, vielen Dank an die Runde für den kurzen, aber sehr prägnanten Überblick zu KNX Secure. Ich blicke einmal ins Publikum. Gibt es Fragen zu dem Thema? Aus dem Publikum gerade nicht. Von daher, uns hat aber noch die eine oder andere Frage über das Internet erreicht. Die erste Frage, warum ist KNX Secure denn gerade sicher? Ich mache den Einstieg. Warum ist KNX Secure sicher? Wir haben da einmal entsprechende Normen natürlich, die dahinter liegen. Also einmal, klar, KNX ist ein Standard und gleichzeitig ist auch das, was hinter den Sicherheitsalgorithmen steckt, auch alles standardisiert. Das darf sich jeder angucken. Und entsprechend werden da auch alle Verschlüsselungsmechanismen eingehalten. Und entsprechend kann das auch eigentlich heute, Stand heute, muss man ja mal sagen, es gibt ja immer eine kleine Chance, dass es heutzutage jemand geknackt hat, Stand heute nicht hackbar. Und das macht das Ganze wirklich zu einem runden Thema. Und jeder ist sicher, sobald er KNX Secure bei sich zu Hause dann einsetzt. Sebastian, möchtest du noch was ergänzen? Ich denke, das hat Alex gerade so sauber ausgeführt. Technisch so gut hätte ich das gar nicht gekonnt. Also, wie er auch schon sagte, der KNX-Standard ist ja von Fachleuten auch dahingehend entwickelt, möglichst sicher und verschlüsselt miteinander zu kommunizieren, wie Alex das gerade schon sagte. Also, der wird ja auch konstant hinsichtlich seiner Sicherheit auch weiter verbessert und entwickelt. Ja, perfekt. Eine zweite Frage gibt es noch. Wie geht ihr mit Secure-Karten um? Ich denke, das richtet sich auch so ein bisschen mit in die Praxis hinein. Andreas, vielleicht kannst du das beantworten. Ja, also es ist ja ganz wichtig, dass die Secure-Karten immer da sind oder archiviert werden, weil ansonsten kann ich, wenn ich die eben nicht habe, das ist ja eben doch Sinn und Zweck, kann ich die Geräte nur noch unsecure programmieren später. Also die sind aber auch, das muss man auch ganz deutlich nochmal betonen, die sind dann nicht unbrauchbar, aber man kann sie eben nicht mehr secure benutzen. Und daher ist es so, dass wir die Secure-Karten eigentlich grundsätzlich immer bei uns archivieren. Also im Normalfall scanne ich die bei uns im Scanner ein. Das sind so 6 Stück, die ich dann immer auf einen Scanner, so A4 packe. Und dann werden die bei uns noch archiviert. Und natürlich gehört es dann eben doch in die Produktdokumentation für den Kunden. Auch da an der Stelle sei mir der Hinweis erlaubt, ich habe schon wieder eine sehr, sehr große Rekonstruktion gerade. Ist natürlich gut für mich, aber der Leumund vom KNX ist natürlich darunter dann, oder leidet darunter immer sehr. Also nicht nur die Secure-Karten backupen, sondern eben auch die gesamte Projektdatenbank, genau. Wunderbar. Das waren die Fragen. Vielen, vielen Dank nochmal an die Runde. Vielen Dank auch nach Hause.